Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem Golf 4 Baujahr 2002 1.9er TDI Diesel 96 kW. Bei dem wollen wir einmal Thermostat tauschen. Warum wollen wir den tauschen? Weil er nicht auf Temperatur kommt, nicht auf 90 Grad kommt. Und das ist natürlich nicht gut, das ist nicht richtig und das wollen wir in Ordnung bringen. Deswegen einmal Thermostat neu. Wichtig, was dabei zu beachten ist, dass ihr natürlich das richtige Kühlwasser habt. Da könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung, ist einmal Liquimoli oder Castrol, da könnt ihr eure Schlüsselnummer eintippen und dann wird euch auch das richtige Kühlwasser vorgeschlagen, was ihr euch bestellen könnt mit der richtigen Freigabe. So sieht ein Thermostat aus, ohne Thermostatgehäuse, einfach nur mit Thermostat, mit Dichtring. Kauflink unten in der Videobeschreibung von der Marke Mahle. Ja, und was natürlich dazu auch zu empfehlen ist, aber es auch bei dem Modell ohne geht, ist es, wenn ihr einmal so einen Kühlwasserkoffer habt, womit ihr das Ganze vernünftig entlüften könnt. Wir blenden das Ganze mal ein und da haben wir ja schon mehrere Videos gemacht, wie man das per Unterdruck entlüftet, so dass das System komplett entlüftet ist. Weil es gibt halt die Möglichkeit, das ohne den Koffer zu machen. Man ganz normal Kühlwasser reinmacht, warm laufen lässt und dann kontrolliert, dass er sich von alleine quasi entlüftet und man dann den Kühlwasserstand kontrolliert. Ja, und mit dem Koffer hat man halt die Möglichkeit, direkt richtig zu entlüften und gleich den Kühlwasserstand zu prüfen, ohne dass man den aufheizen muss, Probefahrt machen muss und dass dann alles vernünftig ist. Ist auch wirklich zu empfehlen, sich den Koffer anzulegen, zum Beispiel, wenn man irgendwelche anderen Reparaturen macht, wie zum Beispiel am AGR-Ventil, weil da passiert es häufiger das Problem, dass wenn man AGR-Ventil tauscht und nicht richtig entlüftet hat, dass die AGR-Ventile kaputt gehen. Die AGR-Kühler, nicht die AGR-Ventile, aber ist ja meistens eine Einheit bei den VWs. Deswegen zu empfehlen, immer mit dem Kühlwasserkoffer zu machen, beziehungsweise per Unterdruck zu entlüften. Das so als Vorwort. Und ja, wie das Ganze zu wechseln ist oder wie man das Ganze wechseln kann, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Dann nehmen wir einmal den Ölpeilstab raus. Ich zoome euch jetzt einmal ran und dann werdet ihr hier, könnt ihr dann schon eine Schraube davon sehen, und zwar dieser Kühlwasserschlauch, der hier entlang geht, da sitzt auch der Thermostat drin. Und wir machen einmal hier den Behälter ab. Wir sollten das eigentlich so gewechselt bekommen, dass wir den Generator nicht abschrauben müssen. Ich mache den Behälter mal ab, den Unterdruckbehälter. Und dann sehen wir mal weiter. Wir nehmen einen 8er Imbus und setzen das Ganze hier einmal ab. Eigentlich kann man diesen Behälter abziehen, aber ich empfehle es, diese Schraube hier abzuschrauben und mit der Halterung das Ganze rauszunehmen, weil das Ganze schon ziemlich brüchig ist.
Ah ne, doch, da ist eine Schraube hinter. Ihr könnt die nicht abziehen, ihr müsst die Halterung abschrauben. Das Ganze mal hochlegen. Hier können wir dann einmal den Flansch sehen. Jetzt müssen wir es nur hinbekommen, die 2 10er Schrauben abzuschrauben. Ich denke mal, den Kühlwasserschlauch können wir eigentlich dran lassen. So, ihr habt einmal die Möglichkeit, mit einem Imbus in der Mitte zu schrauben oder mit einer 10er Nuss das Ganze abzuschrauben. Und auch schon das Kühlwasser. Die Dichtung ist auch schon ziemlich. So sieht der alte Thermostat aus. Noch original. Ja. Dann lassen wir das einmal rauslaufen. Machen die Fläche jetzt einmal richtig gut sauber. Hier und hier. Dann können wir den neuen Thermostat schon ansetzen. Ja, das Ganze natürlich gut sauber machen. Auspusten, auskratzen. Hier auch. Wichtig darauf zu achten, wenn ihr hier am Rumwerkeln seid, passt auf, hier ist der Generator. Klemmt vorsichtshalber die Batterie ab, damit ihr nicht mit irgendeinem Stäbchen oder womit ihr oder Schraubenzieher dran rumkratzt, nicht hier reinkommt oder mit einem Imbus oder womit auch immer. Vorsichtshalber Batterie abklemmen und dann die Gewindelöcher natürlich auch gut auspusten, damit, wenn Wasser dran ist, ihr schraubt die Schraube rein, nicht, dass irgendwas kaputt geht. Deswegen Gewinde gut auspusten, sauber machen das Ganze. Und dann können wir den neuen Thermostat einsetzen. So. So. Hauchdünn Fett könnt ihr hier drauf machen, damit das Ganze sich vernünftig setzen kann. Aber wirklich hauchdünn, damit dieser O-Ring vernünftig reinflutschen kann. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen auslaufen lassen. Moment, wir haben noch diese Zangen, Kühlwasser-Quetschzangen haben wir doch.
Ja, das Ganze dann anschließend mit Wasser abwaschen. Ja, dann den Behälter wieder drauf. Wichtig natürlich auch hier das Gewinde schön auspusten, da wo der festgeschraubt wird. Anschließend natürlich das Ganze hier sauber machen, Kühlwasser auffüllen bzw. entlüften. Da haben wir aber ein separates Video zu. Das blenden wir euch mal ein, beziehungsweise am Ende werde ich das jetzt gleich nochmal sagen. Und ja, das Ganze natürlich dann auch einmal prüfen, dass es auch funktioniert. Und ja, dann Deckel drauf, Ölpeilstab wieder rein, beziehungsweise der ist schon drin. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen. Ja, also wie gesagt, Kühlsystem-Entlüftungsvideo haben wir schon ein separates gemacht. Wir versuchen es, Thumb hier einzublenden, ansonsten einfach auf dem Kanal VW Kühlsystem entlüften oder einfach Kühlsystem entlüften. Dann kommt das separate Video, wie man mit dem Gerät da arbeitet. Ansonsten den Koffer kriegt ihr auch von XXL Automotive und mit dem Rabattcode VitaWolf kriegt ihr nochmal 5% drauf. Und ja, das Wichtigste ist gesagt, wurde gesagt. Und ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein kostenloses Abo da, beziehungsweise das Abo ist immer noch kostenlos, ihr könnt es gerne abonnieren. Und ja, Thermostat natürlich auch unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!